Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute häkeln wir zusammen Pusheen. Die Anleitung ist in Zusammenarbeit mit Kreativküken entstanden. Die hat zwar keinen YouTube-Kanal, aber dafür Instagram und Twitter. Das verlinke ich euch mal in der Infobox. Und um die Herbst- und Halloween-Anleitungen kümmere ich mich auch gerade. Und ich würde sagen, jetzt kann es losgehen und viel Spaß beim Häkeln. Du beginnst wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir hier ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, versuch es einfach nochmal, manchmal hakt das ein bisschen. Dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der Rundenanfang ist, und verdoppelst jetzt jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. In dieser Runde verdoppelst du jede zweite Masche, das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann häkelst du wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen, eine feste Masche, 2 feste Maschen. Und das wiederholst du bis zum Rundenende. Jetzt wird jede dritte Masche verdoppelt, das heißt, in die ersten 2 häkelst du jeweils eine feste Masche und in die dritte wieder 2 feste Maschen. Und das wiederholst du natürlich auch bis zum Rundenende. Nun wird jede vierte Masche verdoppelt, das heißt natürlich in die ersten 3 jeweils eine feste Masche. Und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Und das wiederholst du jetzt, bis du jede 10. Masche verdoppelt hast. Das heißt, in der nächsten Runde verdoppelst du jede 5., dann jede 6., jede 7., 8. und 9. und dann noch jede 10. Das dauert ein bisschen, aber dafür ist das Kätzchen diesmal auch etwas größer. So, dann häkelst du in jede Masche eine feste Masche, dabei stichst du aber nur in das hintere Maschenglied ein. Damit erzeugen wir eine kleine Kante und dann kann Pusheen halt wirklich stehen bzw. sitzen. Dann häkelst du 2 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, aber ganz normale Runden. Das heißt, du stichst wieder unter beiden Maschengliedern durch. Und da sich die Schritte jetzt immer wiederholen, schreibe ich dir hier an die Seite, wie es weitergeht. Jetzt müssen auch Maschen wieder abgenommen werden und da du zuletzt jede 13. Masche verdoppelt hast, nimmst du jetzt jede 13. und 14. Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst jetzt in die ersten 12 Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die 13. ein, holst dir den Faden, stichst in die 14. ein, holst dir den Faden und ziehst den Faden durch alle 3 Schlaufen durch. Dann häkelst du wieder 12 feste Maschen und die 13. und 14. wird wieder zusammen abgenommen. Also in die 13. einstechen, Faden holen, in die 14. einstechen, Faden holen und den Faden durch alle 3 Schlaufen durchziehen. Und das wiederholst du die ganze Runde lang. Also wieder 12 feste Maschen, 13. und 14. zusammen abnehmen. Dann wird eine ganz normale Runde gehäkelt. Du häkelst also in jede Masche eine feste Masche. Danach nimmst du jede 12. und 13. Masche zusammen ab. Du häkelst also in die ersten 11 Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die 12. ein, holst dir den Faden. Stichst in die 13. ein, holst dir den Faden und ziehst den Faden durch alle 3 Schlaufen durch. Das wiederholst du natürlich auch die ganze Runde lang. Dann häkelst du wieder eine normale Runde, also in jede Masche eine feste Masche.
Jetzt nimmst du jede 11. und 12. Masche zusammen ab und das funktioniert natürlich genauso wie vorher. Du häkelst jetzt in die ersten 10 Maschen jeweils eine feste Masche, stichst in die 11. ein, holst dir den Faden, stichst in die 12. ein, holst dir den Faden und ziehst den Faden wieder durch alle 3 Schlaufen durch. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang und auch diese Schritte wiederholen sich jetzt die ganze Zeit. Deswegen schreibe ich dir das hier an die Seite und dann geht's weiter. So sollte das dann aussehen und jetzt kümmern wir uns um die Ohren. Du häkelst also eine feste Masche. Dann häkelst du ein halbes Stäbchen, machst also einen Umschlag durch die Masche, Faden holen und den Faden durch alle 3 Schlaufen ziehen. Dann machst du ein Stäbchen, also wieder Umschlag, Faden holen, durch die ersten 2 Schlaufen ziehen, Faden holen, durch die letzten beiden Schlaufen ziehen. Dann machst du noch ein Stäbchen in die nächste Masche. Dann machst du ein halbes Stäbchen in die nächste Masche. Und dann machst du eine feste Masche. Dann häkelst du 6 feste Maschen. Dann wiederholst du die Schritte von eben, also eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, dann ein Stäbchen, dann noch ein Stäbchen, dann ein halbes Stäbchen und eine feste Masche. Und diese Schritte wiederholst du jetzt nochmal. Also du machst jetzt gleich wieder ein festes Stäbchen, dann ein halbes Stäbchen, 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 halbes Stäbchen und eine feste Masche. So, das hast du dann ja insgesamt 4 Mal gemacht. Also auf beiden Seiten eben diese Öhrchen. Und jetzt kannst du den Faden ein bisschen durchziehen. Lass einen längeren Faden hängen, damit du das Ganze gleich zunähen kannst. Schneidest ihn einfach ab und ziehst ihn komplett durch. Da du jetzt weißt, wie alles funktioniert, schreibe ich dir hier noch auf, wie du die Pfötchen häkelst. Und das Schwänzchen. Jetzt kümmern wir uns um den Donut und da kannst du natürlich jede Farbe nehmen, die du möchtest. Du musst nicht unbedingt dieselben nehmen wie ich. Und wir häkeln das Ganze mit Luftmaschen. Und davon machst du jetzt erstmal 9 Stück. Wenn du das hast, stichst du auf der anderen Seite mit der Häkelnadel ein. Holst dir den Faden und ziehst den Faden komplett durch. So, der Rest funktioniert eigentlich genauso wie bei den anderen Sachen. Du verdoppelst jetzt jede Masche. Also in jede Masche 2 feste Maschen. Dann verdoppelst du jede zweite Masche. Also in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Und dann häkelst du 4 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Du kannst auch weniger oder mehr machen, je nachdem wie dick der Donut werden soll. Jetzt müssen die Maschen auch wieder abgenommen werden und das funktioniert natürlich auch wie vorher. Du nimmst jetzt jede zweite und dritte Masche zusammen ab. Du häkelst also in die erste eine feste Masche und die zweite und dritte werden zusammen abgenommen. Dann nimmst du noch jede Masche ab. Du stichst also in die erste Masche ein, holst dir den Faden, stichst in die zweite Masche ein, holst dir den Faden und dann ziehst du den Faden durch alle 3 Schlaufen durch. Dann schneidest du den Faden wieder ab und ziehst ihn komplett durch. Auch hier lässt du ein bisschen Faden hängen, damit du das in der Mitte zusammennähen kannst. Jetzt musst du das Ganze natürlich auch ein bisschen ausstopfen, mach nicht zu viel, sonst wird es schwierig, das Ganze zuzunähen, wie bei mir. Du stichst also von der einen Seite in die andere Seite ein, ziehst den Faden fest
stichst du wieder von der einen Seite zur anderen Seite durch, ziehst den Faden fest und das machst du, bis du einmal komplett drumherum bist. Das ist ein bisschen Fisselarbeit, aber es lohnt sich. Alternativ könntest du natürlich auch einfach einen Pfannkuchen häkeln, dann sparst du dir das mit dem Loch. Aber ja, ich wollte unbedingt einen Donut haben. Den Donut kannst du jetzt erstmal weglegen, um den Rest kümmern wir uns später. Und jetzt nähen wir die Katze zu, was ganz furchtbar falsch klingt, aber du weißt, was ich meine. Und die stopfst du richtig gut aus, damit das Ganze richtig fest wird. So, und dann drückst du die beiden Seiten zusammen und du stichst von der einen Seite zur anderen Seite durch. Ziehst den Faden durch und ziehst ihn fest. Und dann wieder zur anderen Seite. Und wieder durch die andere Seite und festziehen. Und das machst du, bis du komplett auf der anderen Seite bist. Ich zeige dir das gleich nochmal besser. Also hier siehst du das, dass ich einfach nur immer drumherum nähe. Du solltest es immer direkt festziehen, weil sonst kann es sein, dass da sich irgendwie was verknotet. Ich wollte es dir nur richtig zeigen können. Also immer von der einen Seite zur anderen Seite durch und immer direkt festziehen. Wenn du das hast, dann stichst du den Faden nochmal irgendwo durch. Du kannst auch vorher einen kleinen Knoten machen, wenn dir das lieber ist, so wie ich. Und dann stichst du den Faden irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. Und so machst du das mit allen Fäden. Jetzt zeige ich dir noch, wie du die Pfoten dran nähst. Und die habe ich nicht ausgestopft, weil sie so klein sind. Das ist einfach nicht nötig. Du kannst es natürlich machen, aber du musst es nicht. Und auch hier funktioniert es eigentlich ähnlich. Du stichst also von der Pfote zum Körper ein. Ziehst den Faden durch, ziehst ihn fest und stichst dann wieder von der Pfote zum Körper ein und ziehst den Faden fest. Und so machst du das eigentlich immer, bis du komplett drumherum bist. Am Ende stichst du den Faden wieder irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. So, jetzt musst du eigentlich nur noch das Gesicht aus Filz ausschneiden. Und da oben sind 3 Streifen und dann auch noch mit Filz die Glasur ausschneiden. Dann kannst du noch irgendwas draufkleben oder drauf nähen. Hinten kommen übrigens eigentlich auch noch Streifen. Ich habe das allerdings leider vergessen. Aber du kannst es besser machen. Und damit ist deine kleine Puschin-Katze auch fertig. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!